diese Italian Brainrot Mystery Boxen hier gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts öffnen. Wir haben hier die Mystery Box von Udin Din Din Dun. Der ist einfach eine Orange. Und schaut mal, der ist auch übel stark. Die Mystery Box von Tralalero Tralala. Habt ihr das gerade gehört? Da kommt doch irgend so ein Brüllen aus dieser Mystery Box. Die Mystery Box von Brr Brr Patapim. Die von Ballerina Cappuccina. Oh, hat die gerade geblitzt? Und die Mystery Box von Schimpanzini Bananini. Das ist mein Lieblingsmonster, Freunde. Aber wir haben auch noch die gruseligste Klemmbaustein Mystery Box von allen gekauft. Und das ist die Tum Sahur Mystery Box. Oh, wow, hier steht drauf, dass wir die erst bei 10.000 Likes öffnen dürfen. Das ist uns doch aber egal. Ich würde sagen, die öffnen wir jetzt als erstes. Wow, was ist da gerade passiert? Ich wurde von dieser Box Elektro geschaut. Ich glaube, wir brauchen wirklich die 10.000 Likes. Also gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. 10.000 Likes schaffen wir locker. Mit welcher Mystery Box fangen wir an? Das lassen wir euch, die Zuschauer, entscheiden. Schreibt jetzt einfach euer Lieblingsmonster in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, nehmen wir dann. Ihr habt dafür noch genau 5 Sekunden Zeit. Seid schnell, Freunde. Wir schauen jetzt nach. Und ihr habt euch entschieden für... die Mystery Box von Brr Brr Patapim. Okay, dann fangen wir damit direkt an. Aber, schaut mal. Der hat so riesige, eklige Füße. Gib mal einen Daumen nach oben, wenn die Füße auch so eklig findet. Aber naja, wir öffnen seine Mystery Box direkt. Was ist das denn? Hier in seiner Mystery Box ist irgendwas Riesiges. Und das sieht so aus wie ein Dach. Ist da etwa ein komplettes Haus drin? Sieht ganz so aus, aber hier vorne steckt noch irgendwas. Und das holen wir jetzt mal zuerst raus. Das ist so ein kleines Päckchen. Und da steht meine hüpfende Kaka drauf. Und da sitzt Brr Brr Patapim auch gerade auf dem Klo. Und das hier in diesem Päckchen sieht gar nicht lecker aus. Wirklich so ein bisschen wie Kaka. Reißen wir diese Tüte mal auf und holen das braune Zeug raus. Und das fühlt sich super eklig an. Und riecht auch übel schlimm. Das Ding ist hier auf diesem Päckchen stand ja, dass seine Kaka hüpfen kann. Und deswegen formen wir mal einen Ball daraus. So, jetzt ist sie so rund wie ein Flummi. Und wir werfen sie auf den Boden. Let's go! Oh, diese Kaka fliegt wirklich übel hoch. Das ist ja super lustig, aber auch super eklig. Weg damit. Hier in der Mystery Box von Brr Brr Patapim ist aber noch mehr. Und ich würde sagen, jetzt holen wir dieses riesige Haus hier raus. Oh, ist das schwer. Oh, schaut mal da runter. Sind sogar noch mehr Sachen. Wir schauen jetzt erstmal, was in diesem Brr Brr Patapim Haus hier so drin ist. Wow. Hier vorne sind die ganzen Italian Brainrot Charaktere drauf. Oh, schaut mal hier oben im Fenster. Ist auch der böse Tum-Tum-Tum-Sahur.exe. Ich glaube hier drüben. Können wir dieses Haus öffnen? Wir müssen nur diese rote Lasche hier zur Seite machen. Und jetzt können wir das Haus aufklappen und wow. Schaut mal, hier in diesem Haus leben die ganzen Italian Brainrot Charaktere. Schauen wir zuerst mal hier oben ins Badezimmer. Da nimmt Brr Brr Patapim gerade einfach ein Bad. Aber nicht in normalem Wasser, sondern in Schleim. Wer badet denn in Schleim, Freunde? Na, lassen wir ihn mal weiter baden. Und schauen hier unten ins Wohnzimmer. Und da schaut Bombardiro Krokodilo. Mit Cacto Hippopotamo. Die Nachrichten. Und boah, schaut mal, die werden von Ballerina Cappuccina moderiert. Wie lustig, hier oben im Schlafzimmer liegen Bonica, Ambalabo und Lirilarila. Und hier unten in der Küche macht sich Tum Sahur gerade essen. Und Schimpanzini Bananini ist auch da. Dieses Haus ist viel zu cool. Freunde, wenn ihr auch so eins haben wollt, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Dann klappen wir das Haus mal wieder zu. Und schaut mal, was noch in der Brr Brr Patapim Mystery Box drin ist. Wow. Schaut mal, was ist das denn? Hier ist irgendwas Rotes, Glänzendes. Ich hol das mal raus und das ist ein Fuß. Warum ist hier denn ein Fuß in der Brr Brr Patapim Mystery Box? Aber ja, macht schon Sinn. Brr Brr Patapim hat ja riesige Füße. Das sind übel eklig. Weg damit. Hier in seiner Mystery Box ist aber noch mehr. Und wow, ich hab da was und das ist Brr Brr Dipperwurm Süßigkeit. Was ist das denn? Na, machen wir die direkt mal auf. Und wow, hier drin sind irgendwelche Gummibärchenwürmer. Und so ein ekliger grüner Schleim. Der sieht super eklig aus. Probieren wir zuerst mal einen Wurm alleine. Oh, der schmeckt super lecker. Und jetzt dippen wir mal einen der Würmer in diesen grünen Schleim hier. Und probieren jetzt mal beides zusammen. Rein damit. Dieser Schleim hier schmeckt nach Popel. Das ist super eklig, Freunde. Das war bestimmt Brr Brr Patapums Rotze. Aus seiner langen Nase. Schauen wir mal, was hier noch in seiner Mystery Box drin ist. Und wow, hier ist irgendwas komisch gestreiftes. Ich zieh's mal raus. Wow. Das ist einfach eine riesige Schlange, Freunde. Weg damit. Und jetzt krabbelt sie einfach auf den Boden rum. Wir müssen sie irgendwie wieder einfangen. Ich würde sagen, wir nehmen dieses Tuch hier dafür. Und steigen jetzt auf sie drauf. So. Ich hab sie, wow, die zappelt. Was machen wir denn jetzt mit ihr? Ich würde sagen, wir packen sie einfach in diese Schublade hier rein. So. Da kommt sie hoffentlich nicht mehr wieder raus. Na, jetzt ist hier in der Brr Brr Patapim Mystery Box, glaube ich, noch eine letzte Sache. Natürlich ganz viel von dieser Watte. Und das hier. Und das ist eine Packung Mentos. Mit Tralalero Tralala drauf. Seine Mystery Box haben wir ja auch noch hier. Vielleicht heißt es, dass wir direkt mit der hier weitermachen sollen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Das Ding ist so schwer. Was ist da denn drin? Ich würde sagen, wir öffnen direkt mal den Deckel. Let's go. Wow. Freunde, diese komplette Mystery Box. Die wird zu einer braunen Flüssigkeit gefüllt. Das sieht so ein bisschen aus wie Cola. Probieren wir mal ein bisschen was. Und ja, das ist auch Cola. Das ist ja viel zu krass. Das Ding ist, wartet mal. Hier auf der Innenseite vom Deckel ist irgendwas. Hier oben hängt so eine Angel. Und an der hängt ein Bild von Tralalero Tralala dran. Und hier unten drunter steht Angelmilch. Was? Das heißt, wir sollen diese Angel hier nehmen. Und Tralalero Tralala in diesem Cola-Becken hier angeln. Das bedeutet ja, er muss hier irgendwo drin sein. Ist ja krass, dann lasst uns mal
schauen. Und wir Tralalero, Tralala hier drin irgendwo finden. Komm, beiß an, Tralalero. Und boah, ich glaube, es hat was angebissen. Ich zieh's mal raus und wow. Das ist nicht Tralalero, Tralala, sondern eine Krabbe. Und dann der. Hängen irgend so eklige Algen dran. Probieren wir mal, wie die schmecken. Boah, wie lecker. Die schmecken übel süß nach Cola. Boah, die haben meinen ganzen Mund grün gefärbt. Naja, eine Krabbe wollten wir eigentlich nicht angeln. Sondern wir wollten Tralalero, Tralala. Also gehen wir direkt mit unserer Angel nochmal ins Wasser. Beziehungsweise in die Cola rein. Und schauen, ob wir ihn irgendwo finden. Hoffentlich beißt er gleich an. Wow, ja. Ich glaube, ich hab hier was an der Angel. Und boah, das zieht übel stark. Ich zieh's mal raus und wow. Das hier ist Tralalero, Tralala. Wir haben ihn geangelt. Das Ding ist erst viel kleiner, als ich gedacht habe. Das ist ja aber auch nur eine Figur von ihm. Vielleicht ist er echt hier noch irgendwo drin. Ich will mal ein bisschen in diesem Cola-Becken rum und schauen, ob ich ihn irgendwo finde. Und boah, hier sind ganz schön viele Sachen drin. Ich zieh mal eine raus. Und das sind Ozeansüßigkeiten. Boah, Freunde, das sind Gummibärchen, die Form von Meerestieren haben. Probieren wir mal diese Krabbe hier. Ich mach sie ab und hole sie aus ihrer Verpackung raus. So. Und jetzt probieren wir dieses Krabbengummibärchen. Dieses Gummibärchen schmeckt einfach nach echter Krabbe. Ich dachte, das wäre übel süß und lecker. Aber na egal, schauen wir mal, was hier noch drin ist. Boah, ich habe irgendwas Großes. Das ist ein riesiger Haikopf. Und in dem ist Tuk Sahur drin. Oh, hört ihr das? Hilf mir, hol mich heraus. Oh, der sagt doch, dass wir ihm helfen sollen. Okay, dann holen wir ihn jetzt direkt mal aus diesem Heimund hier raus. Ich greife ganz vorsichtig rein. Ich zieh ihn raus und wow. Dieser Hai hat gerade einfach zugebissen. Und meine Hand ist jetzt in seinem Mund. Raus damit. Das war gruselig. Aber zumindest haben wir Tuk Sahur gerettet. Danke, abonniert jetzt alle diesen Kanal. Diese Figur von ihm hat gerade wieder gesprochen. Macht es direkt mal, Freunde. Na, schauen wir mal, was hier noch in der Cola von der Tralalero Tralala Mystery Box drin ist. Oh, ich hab da was. Und das ist eine Cola-Dose. Tralalero Tralala scheint Cola ziemlich zu mögen. Das Ding ist, ich glaube, das ist keine normale Cola-Dose. Denn die kann man hier so öffnen. Und hier oben ist ein Sprüher dran. Das ist Cola-Spray, Freunde. Holen wir uns das direkt mal in den Mund. Das schmeckt nach super saurer Cola. Aber irgendwie auch lecker. Ich liebe Cola, Freunde. Oh, was ist das? Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Und einer von euch hat in die Kommentare geschrieben, dass wir die Mentos aus der Patapim Mystery Box in die Cola reinwerfen sollen. Oh, aber dann schaut diese Cola doch komplett über. Und alles hier ist voller Cola. Freunde, wenn wir das machen sollen, dann schreibt jetzt mal Tralalero Tralala in die Kommentare. Und wenn genug von euch das machen, dann werfen wir die Mentos hier in die Cola. Aber na, greifen wir mal wieder hier in die Cola rein. Denn hier drin ist noch mehr. Und das hier ist eine Tralalero Tralala Puppe. Boah, die ist voll nass von der Cola. Die müssen wir erstmal ausbringen. Aber wartet mal. Ich spüre in der Puppe irgendwas Hartes. Freunde, wenn wir die aufschneiden sollen, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Weil irgendwie fühlt sich das, was hier drin ist, komisch an. Ja, tun wir diese Puppe hier mal zur Seite. Denn jetzt ist hier drin, glaube ich, noch eine letzte Sache. Wow, ja. Ich hab was und es sieht aus wie ein Piranha. Und hier vorne an dem ist ein Lolli dran. Probieren wir den direkt mal. Oh, jetzt küssen wir uns einfach. Der hat nach Fisch geschmeckt. Ich komme aus dieser Tralalero Tralala Mystery Box. Sollen wir nichts mehr essen? Aber jetzt spüre ich hier auch nichts mehr drin. Und das bedeutet, jetzt werfen wir die Mentos in diese Cola hier. Weil ganz viele von euch haben Tralalero Tralala in die Kommentare geschrieben. Knicken wir die Mentos direkt mal auf. Jetzt fliegen sie alle in die Cola. Und boah, schaut mal, wie das zu schäumen anfängt. Das sprudelt so sehr. Aber irgendwie ist es unspektakulärer, als ich dachte. Ich dachte, die ganze Cola sprudelt aus der Box raus. Oh Manu, ich würde sagen, jetzt machen wir direkt mit der nächsten Italian Brainrot Mystery Box weiter. Vogelmann, haben wir schon die 10.000 Likes für die Tuk Sahur Mystery Box erreicht? Nein, noch nicht. Es fehlen noch genau 3 Likes. Was? Nur noch 3 Likes? Mach die schnell noch voll, Freunde. Aber jetzt würde ich sagen, entscheiden wir uns blind für eine Mystery Box. Das ist die Udin Mystery Box. Dieses Orangenmonster sieht so lustig aus. Ja, wir öffnen direkt mal den Deckel von der Mystery Box. Boah, die ist bis oben hin gefüllt mit dieser Watte. Und da drin sehe ich auch schon was. Schaut mal. Irgendwas Blaues. Ich zieh's mal raus. Boah, das sieht so aus wie ein riesiger Blaster. Wie krass. Und hier steht den Seifenblasenblaster drauf. Boah, der ist riesig. Der muss super viele Seifenblasen machen. Drücken wir direkt mal drauf. So, wow. Der kommt super viele Seifenblasen raus, Freunde. Wir können einfach den ganzen Raum damit füllen. Und alle Seifenblasen auch wieder kaputt machen. Dieser Blaster ist viel zu cool. Die Mystery Box hat sich jetzt schon gelohnt. Und hier drin ist noch mehr. Schaut mal. Irgendwas glänzendes, goldenes. Und das ist ein Pokal. Und den Don ist einfach Platz 1. Stärkewettbewerb geworden. Aber ist ja auch klar, er hat riesige Oberarme. Der ist super stark. Stellen wir seinen Pokal mal zur Seite und schauen, was hier noch so drin ist. Boah, ich habe hier irgendwas und das sieht aus wie eine Zitrone. Aber das ist keine normale Zitrone. Denn die ist aus Plastik. Und hier ist irgendeine Flüssigkeit drin. Und boah, hier oben steht auch, dass wir den Inhalt da drin trinken sollen. Okay, dann machen wir das direkt mal. Wir sehen hier oben an dem Blatt, das ist nämlich ein Strohhalm. Dieser Inhalt ist richtig sauer. Wow, irgendwie kribbelt mein ganzer Körper auf. Irgendwas passiert bei mir. Schaut mal, meine Muskeln sind übergewachsen und jetzt schrumpfen sie wieder. Nein! Freunde, dieser Trank in der Zitrone hat mich so stark gemacht wie Udin den Don. Und ich hab da eine Idee, Freunde. Wartet mal kurz hier. Ich hab hier in meiner Wohnung nämlich ein super schweres Gewicht rumliegen. Das könnte ich so niemals hochheben. Aber mit diesem Stärketrank geht es bestimmt. Nehmen wir mal wieder einen Schluck. Der ist wirklich super sauer. Aber jetzt sollten wir diese Gewichtsstange eigentlich hochheben können. Machen wir das direkt mal. Wow, ja. Wow, nicht so schwer, Freunde. Und ich hab's einfach geschafft, die hochzuheben. Wow. Und
jetzt bin ich wieder zu schwach dafür. Den nehme ich mir auf, um das Mädchen zu beeindrucken, in das ich verliebt bin. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr meinen Crush wissen wollt. Aber wo? Hier in der Udin den Dun Mystery Box. Gibt's noch mehr? Und das hier ist ein Gefängnis? Oh, 2 Polizisten bewachen das. Und da drin? Es ist übel dunkel. Aber da ist irgendwer drin. Machen wir das Gefängnis mal auf und wow. Hier drin ist einfach Udin den Dun. Aber der sieht übel komisch aus. Der hat so komische Arme und Beine. Boah, die kann man übel langziehen. Jetzt hat er Riesenarme. Und auch Riesenbeine, Freunde. Das ist ja super lustig. Na, hier in seiner Mystery Box ist noch mehr drin. Oh, schaut mal, da ist ein Gesicht. Und das sieht so aus wie das von Udin den Dun. Und boah, ja, das ist seine Puppe. Und boah, die sieht super lustig aus. Ich bin das stärkste Monster von allen. Aber auch hier in seiner Puppe auch einige Sachen. Also vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn wir ihn aufschneiden sollen. Na, jetzt ist in der Udin den Dun Mystery Box nichts mehr drin. Außer diese Watte, sie ist komplett leer. Und jetzt öffnen wir sofort die nächste Mystery Box. Können wir bitte mit der Mystery Box von Ballerina Cappuccina weitermachen? Ich bin so verliebt jetzt. Ja, Vogelmann ist verliebt in Ballerina Cappuccina. Aber gut, dann machen wir jetzt direkt mit der Mystery Box von Ballerina Cappuccina weiter. Machen wir den Deckel direkt auf. Und schaut mal, ich sehe hier schon einige Sachen drin liegen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dieser hier. Und das hier ist Ballerina Cappuccina. Und hier unten ist so ein Teil dran. Wenn man daran zieht, dreht sie sich. Oh, Ballerinas drehen sich doch auch immer. Na, lass uns mal ganz schnell an diesem Teil hier ziehen. Let's go! Wow, die Ballerina hält da. Und der ist gerade einfach geflogen. Wie krass, das ist so ein cooles Ballerina Cappuccina Spielzeug. Aber hier in ihrer Mystery Box sind bestimmt noch coolere Sachen. Wir machen mal weiter mit dieser Sache hier und das eine Ballerina Cappuccina Toilette? Wie geht? Warum ist denn hier ihre Toilette drin? Na, wir können diesen Deckel hier oben auf jeden Fall öffnen. Machen wir das direkt mal. Was? Diese Toilette ist so braunes Zeug in mein Gesicht gespritzt. Aber wartet mal. Das ist Cappuccino. Oh, wie lecker. Das ist einfach eine Cappuccino-Toilette. Super lecker. Lass uns mal schauen, was noch in der Ballerina Cappuccina Mystery Box drin ist. Oh, ich hab hier was. Das passt ziemlich gut zu Ballerina Cappuccina. Das ist nämlich ein Gummibärchen. Nagelset. Das ist voll die Mädchensache, Freunde. Na, holen wir die mal raus. Und mit diesen Sachen können wir jetzt diese Gummibärchennägel hier unten auf unsere Fingernägel draufkleben. So. Drauf damit. Und sieht das lustig aus. Ich hab einfach einen Gummibärchennagel rein damit. Und boah, das ist super lecker. Das ist ein super cooles Nagelset. Hier eine Ballerina Cappuccina Mystery Box ist aber noch mehr. Und wow. Schaut mal hier. Ich habe hier irgend so ein Auto gefunden. Mit einem Controller. Und das hier ist ein Ballerina Stunt-Auto. Boah, das sieht super krass aus. Und die Reifen von diesem Auto drehen sich. Probieren wir mal damit zu fahren. Wir sitzen jetzt hier unten auf dem Boden. Drücken die Taste am Controller nach vorne. Boah, es fährt. Und das ist super schnell, Freunde. Wow. Jetzt dreht sich so wie eine Ballerina. Lassen wir es mal gegen eine Wand fahren und boah. Das hat voll die Überschläge gemacht. Das ist das coolste ferngesteuerte Auto, das ich je hatte. Na, tun wir das Ganze mal zur Seite. Denn hier in der Ballerina Cappuccina Mystery Box ist noch mehr. Und das hier ist ein Lolli, so wie es aussieht. Ja, hier steht Drehlolli drauf. Und wenn wir an dieser Kurbel hier drehen, boah, dann dreht der sich wirklich. In der Ballerina Cappuccina Mystery Box drehen sich einfach alle Sachen. Naja, nehmen wir mal den Deckel ab und probieren diesen Lolli direkt mal. Boah, der dreht sich einfach auf meiner Zunge. Oh, boah. Der schmeckt übel lecker nach Erdbeere. Wie cool. Aber naja, in der Ballerina Cappuccina Mystery Box ist jetzt nichts mehr drin. Und das bedeutet, wir haben jetzt noch die Schimpanzini Bananini und die Tung Sahur Mystery Box übrig. Die ist super gruselig. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir die öffnen, machen wir jetzt noch zuerst die Schimpanzini Bananini Mystery Box auf. Schauen wir direkt mal rein, ich nehme den Deckel ab. Wow. Hier drin ist ja super viel und hier ist auch schon irgend so ein Affe. Aber ich würde sagen, bevor wir den rausholen, würde ich mal noch ein bisschen in der Mystery Box rum. Und wow, ich habe was Großes. Und das ist ein riesiger Affe. Der hat sein Po entgegenstreckt. Das ist schon ein bisschen lustig. Aber hier unten steht, zieh an seinem Finger. Und die Nachricht ist von Schimpanzini Bananini. Boah, das bedeutet, wir sollen an diesem Finger jetzt ziehen. Machen wir das direkt mal. Ich glaube, wir müssen das Ganze ein bisschen öfters machen. Und wow, wenn wir das machen, bläht sich einfach der Po von dem Affe auf. Ist ja super lustig. Schauen wir mal, wann sein Po platzt. Und wow, jetzt hat er gerade einfach gefurzt und der Po ist wieder klein geworden. Das ist ein super lustiges Affenspielzeug. Stellen wir das mal zur Seite. Und schauen mal, was noch so in der Schimpanzini Bananini Mystery Box drin ist. Und boah, die nächste Sache, die ich hier drin sehe, sieht aus wie Schimpanzini Bananini. Nur, dass es ein Getränk ist. Ja, das ist eine Getränkeflasche, die so aussieht wie er. Probieren wir direkt mal, wie das schmeckt, was da drin ist. Und wir spritzen uns ein bisschen was in den Mund an. Und boah, das schmeckt übel nach Banane. Und das ist eigentlich super lecker. Wow. Trinken wir direkt alles, was hier drin ist. So, jetzt ist die Flasche komplett leer. Oh nein, ich spüre da irgendein Kribbeln an meinem Po. Was passiert da? Oh nein, hier ist gerade einfach ein Schwanz gewachsen, Freunde. Das kommt bestimmt von diesem. Schimpanzini Bananini tragen. Hoffentlich lässt die Wirkung gleich wieder nach. Und dieser Schwanz verschwindet wieder. Wie peinlich. Ja, schauen wir mal, was noch in der Schimpanzini Bananini Mystery Box drin ist. Oh, was ist das hier? Hier oben ist ein Bild von Schimpanzini drauf. Und da drüber ist irgend so ein Propeller. Und boah, hier vorne ist auch ein Knopf. Lasst uns den mal drücken. Und boah, jetzt dreht sich der Propeller einfach. Und der ist super schnell. Wow. Lass mich mal wieder los und wow. Jetzt schwebt dieser Propeller einfach an der Decke. Das ist ja ein super
einfach cooles Spielzeug. Hier ist noch mehr drin. Und das nächste, was ich sehe, ist... Dieser Affe, den haben wir auch schon am Anfang gesehen. Und das ist eine Musik-Affensüßigkeit. Wenn man diesen Hebel hier runterdrückt, dann spielt dieser Affe auf dem Xylophon. Oh, das hört sich übel cool an. Und hier unten sind irgendwelche Süßigkeiten drin. Lass uns die direkt mal rausholen. Das hier unten kann man abschrauben. Und die auch direkt probieren. Nehmen wir einfach mit der Hand voll. Und tun uns die in den Mund an. Und boah. Diese Süßigkeit ist einfach Kaugummi. Das sind kleine bunte Kaugummis, Freunde. Das Ding ist, die Schimpanzini-Bananini Mystery Box ist immer noch nicht leer. Ich spüre noch eine letzte Sache drin. Wenn wir die rausgeholt haben, öffnen wir die Tung Mystery Box. Und diese letzte Sache ist ein Affe. Man kann ihn übel lang ziehen. Wow. Schaut mal, jetzt sieht er übel komisch aus. Das ist ein lustiger Affe, Freunde. Jetzt machen wir weiter mit der Tung Mystery Box. Und das wird gruselig, Freunde. So, ich hab's hier gerade ein bisschen dunkler gemacht. Und jetzt schneiden wir direkt die Ketten an der Tung Mystery Box durch. So. Und jetzt können wir sie öffnen. Wow. Es sieht so aus, als ob hier auch super viel cooles Zeug drin ist. Und ich hab da wieder was Riesiges. Und das ist eine Rennbahn, so wie es aussieht. Ja. Und die ist von Tung Sahur. Und auf der stehen die ganzen Italian Brainrot Monster. Hier ist Lila. Aber wir haben auch Ballerina Cappuccina. Und Patapim. Und die können wir jetzt in einem Rennen gegeneinander antreten lassen. Starten wir das Rennen direkt. Let's go. Oh, alle Monster rennen los. Lila liegt gerade vorne. Ballerina Cappuccina ist genau hinter ihm. Aha, schaut mal. Und den Ton ist einfach immer noch vorne am Anfang. Aber wow. Ich glaube, Lila gewinnt gleich. Aber nein, er bleibt vor uns hier stehen. Und Ballerina Cappuccina hat gewonnen. Boah, dieses Rennen war viel zu krass. Das ist das beste Spielzeug, das wir heute in den Mystery Boxen hatten. Aber wow, ich glaube, hier ist noch cooleres Spielzeug drin. Denn das hier ist ein Tung Sahur Klemmbaustein-Set. Wow, das bedeutet mit den Teilen, die hier drin sind, schütten wir sie mal aus, können wir unseren eigenen Tung Sahur bauen. Machen wir das direkt mal. Okay, dieses Teil kommt hier drauf. Das hier unten dran. So, jetzt nur noch dieses Teil hier drauf. Und unser Tung Sahur Klemmbaustein ist fertig. Der sieht übel böse aus. Naja, hier in seiner Mystery Box habe ich noch mehr gesehen. Und wow, das hier ist eine Tung Sahur Puppe. Freunde, ihr wisst, als wenn wir auch die aufschneiden sollen. Dann abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal. Das Ding ist, ich habe hier irgendwas, wo ich draufdrücken kann. Let's go. Schneide mich auf. Oh, diese Puppe hat auch gesagt, dass wir sie aufschneiden sollen. Ist ja viel zu krass. Die legen wir direkt mal zu den anderen Puppen. Und jetzt holen wir was aus der Tung Sahur Mystery Box. Auf das ich schon die ganze Zeit gespannt bin. Das sind nämlich diese 3 Reagenzgläser. Denn in denen sind verschiedene Zaubertränke, so wie es aussieht. Hier drüben haben wir einen XXL-Trank, einen Mädchentrank und einen bösen Trank. Wow. Der macht einen super böse. Lass uns den hier direkt mal rausholen. Und probieren. Der ist ganz grün. Ich bin so gespannt, was der macht. Und vor allem nach was er schmeckt. Aber gut, rein damit. Der hat nach faulen Eiern geschmeckt. Ich merke auch schon, wie irgendwas mit mir passiert. Oh nein. Oh, dieser Trank hat mich gerade einfach super böse gemacht. Den trinken wir lieber nicht nochmal. Die anderen Tränke stellen wir mal zur Seite. Hier in der Tung Sahur Mystery Box ist aber noch mehr. Und wow. Schaut mal hier. Das hier ist einfach ein Mini-Furzkissen. Und das Tung Sahurs Gesicht drauf. Lassen wir es direkt mal furzen. Let's go. Das hat übel das krasse Furzgeräusch gemacht, aber irgendwie übel leise. Wir brauchen ein größeres Furzkissen. Aber zum Glück haben wir den XXL-Zaubertrank. So, und den hier schütten wir jetzt direkt über das Furzkissen drüber. So, ein bisschen was rüberschütten. Oh, der Trank wirkt, das Furzkissen wird größer und größer. Und jetzt ist es ein riesiges Furzkissen. Oh. Und das ist auch super laut. Da draufsauen macht super viel Spaß. Wow. Hier in der Tung Sahur Mystery Box ist aber noch mehr. Und was ist das denn? Das sieht ein bisschen so aus wie ein Tung Sahur Auto. Und da ist auch irgendeine Schnur drum gewickelt. Machen wir die mal weg. So, und drück mal diesen Anknopf, der hier an der Seite ist. Seid ihr bereit? Let's go. Oh, diese Schnur wird gerade einfach von diesem Gerät weggeschleudert. Was schwebt in der Luft? Oh, was ist das denn für ein Spielzeug? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Dann machen wir es wieder aus. Und schaut mal, ob wir noch mehr Spielzeuge in der Tung Sahur Mystery Box drin finden. Und ja, ich hab hier was. Und das ist ein heißer Drahtspiel, so wie es aussieht. Ja. Freunde, wir müssen es schaffen, mit diesem Teil hier den kompletten Draht abzufahren, ohne ihn zu berühren. Und boah, schaut mal, wenn wir das schaffen, bekommen wir ein Geschenk. Okay, probieren wir es direkt mal. So, ich bin drin. Und jetzt fahren wir den kompletten heißen Draht ab. Okay, Freunde, wir sind fast am Ziel und wow, wir haben es geschafft. Und jetzt sollten wir ein Geschenk bekommen. Wow, habt ihr das gehört? Das war doch Tung Sahur, oder? Tung Sahur. Ja, das ist ja. Muss hier irgendwo in der Nähe sein. Freunde, abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und gebt einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder